Ja, hallo liebe Porsche-Freunde, heute haben wir hier wieder einen besonderen Leckerbissen, ein Porsche 911R. Das ist ein Auto, da gibt es nur 1000 Stück von, also genau 991. Ist gebaut worden im Jahr 2016. Der hier kommt aus einer Sammlung und der ist 3000 Kilometer gelaufen. Die Autos waren damals, als sie rausgekommen sind vor ein paar Jahren, sofort vergriffen. Es gibt keine. Und mit wenig Kilometern, 3000 so wie ihn hier, ist er fast fabrikneu, kann man sagen. Überhaupt gar keine. Und was der so kann und wie sich das auch alles zeigt und tut und was er macht, das machen wir jetzt mal zusammen. Also, steigt ein, los geht's. Na gut, sprechen gerade so über unsere politischen Neuerungen, die es in Deutschland gibt. Man denkt ja immer, schlechter geht's nicht, aber es geht tatsächlich noch schlechter. Aber gut, ist ein anderes Thema. Wir sind ja hier zum Thema Auto. Wir wollen ja hier Freude und Spaß haben und kein Generve. Ja, also los geht's. Ich fahre ein bisschen vorsichtig. Wir haben hier gerade 0 Grad. Auto ist noch kalt. Der ist fast neu. Also ich sag mal ganz kurz mal zu den Instrumenten. Der hat einen 350 Kilometer Tacho. Die fahren wir natürlich jetzt hier nicht aus. Könnt ihr sehen, 3448 original, erst gelaufen, erster Hand. Der riecht noch neu. Das ist eigentlich ein völlig neues Auto, kommt aus einer größeren Sammlung, wo jemand gesagt hat, der baut jetzt ein bisschen ab. Was ist das hier? Das ist eigentlich eine Reminiszenz an den alten 911er. Also man hat so viele Details hier in dem Wagen so gebaut, der soll aussehen wie ein 911er, so an die alten Zeiten, 70er Jahre. Könnt ihr gut sehen, hier am Pepita-Muster, schaut mal hier vorne. Der hat kein Leder, der hat hier Pepita, hat Sportsitze, hat aus Gewichtsgründen hinten keine Bank. Der dürfte auch keine haben, die hat er auch nicht. Ist natürlich ein bisschen lauter als ein normaler 911er. Maschine ist vom GT3 RS. Also GT3 heißt 500 PS, hat er hier auch 500 PS und hat natürlich entsprechend Dampf. Das Auto macht unter 4 Sekunden von 0 bis 100 und läuft fast 330 Spitze. Ist ein absoluter Pur-Porsche, also absolut puristisch, und ich glaube, dass das Auto sehr erfolgreich ist. Also man sieht das ja daran, die 991 Serie, die sie aufgelegt haben, waren sofort vergriffen. Also als das Auto rauskam, waren die schon alle verkauft, und auch heute bekommt man wenige wirklich gute. Erkennen könnt ihr das übrigens beim 911er, das sind die grünen Streifen, oder rot gab es das auch, also vorne, das zeigen wir euch gleich nochmal, hat er von vorne nach hinten durchgehend Streifen. Und daran ist sofort ein 911R zu erkennen. Hier vielleicht zum Interieur, Carbon, Leder, alles sehr, sehr hochwertig gemacht. Und das Auto hat eine 6-Gang-Schaltung. Das ist eigentlich der Punkt. Die anderen haben ja mittlerweile Tiptronic, Automatik. Das hat der nicht, das ist noch ein Schalter. Und das mit 500 PS, und was das bedeutet, könnt ihr euch ja vorstellen. Ja, es geht ganz ordentlich nach vorne mit dem Auto, wenn man hier mal kurz drauf tippt. Ist ein reines Sportgerät. Ich finde ihn persönlich total schön, weil er so puristisch ist. Auto gefällt mir. Dann gleich mal gucken, was er so kann. Wir gehen gleich mal auf eine richtige Landstraße. Hier im Moment sind wir ja nur bei uns um die Ecke gefahren, damit er mal ein bisschen warm wird. Das Schöne ist halt 3000 Kilometer gelaufen. Das ist wirklich, also gerade mal eben Schlüssel übergeben und einmal ums Haus gefahren. Verbrauch, wo wird er liegen? Also ich schätze mal so zwischen 10 und 20 Liter, je nachdem wie man ihn bewegt. Über 300 ist natürlich echt eine Ansage, ist eine Riesengeschwindigkeit. Aber ist noch so ein richtiger Ur-Porsche, finde ich toll. Sieht auch optisch so aus. So, mal schauen. Boah. Der hat richtig Sound, der hat richtig Sound. Ja, kann ich euch sagen, also jetzt bin ich mal ein paar Meter gefahren, habe mal so ein bisschen drauf getreten. Ist ein Auto ganz nach meinem Gefühl, nach meinem Spaß auch. Der macht echt Freude, gerade weil er so puristisch ist. Gestern hat man GT2, den wir gefahren sind, ganz anderes Auto. Der ist viel giftiger, aber er hat hier richtig brutale Kraft auch. Er hat einen wunderschönen Sound, finde ich, und er zieht herrlich hoch. Also ist ein Auto, ein Porsche, den ihr wirklich jeden Tag benutzen könnt. Gut, die Autos kosten natürlich Geld, gerade wenn er wenig gelaufen hat. Ist auch was für eine Sammlung, aber ist ein richtiges Fahrauto.
Und ich finde, dass er super ausgestattet ist. Also hier vorne hat er Navi, könnt ihr hier vorne sehen. Er hat Sitzheizung, er hat eine Heizung, die super anspringt. Das merken wir gerade im Moment hier. Ist doch relativ kalt draußen. Und er hat auch sonst alle Extras. Es gibt übrigens ganz kurze Schaltwege hier. Könnt ihr sehen, auch Carbon hier, der Schaltknauf, neuwertig, ist er kaum benutzt. Und hat eine 6-Gang-Schaltung. Also macht wirklich Spaß zu fahren. Oh, mal schauen hier. Na gut, also geiler Sound. Klingt ja richtig gut, der Wagen. Hat einen tollen Sound, muss ich sagen. Vor allem klebt er super an der Straße. Der ist ja 4,4 cm breiter als der normale. Das heißt, damit er noch besser liegt, und das spürt man, wenn man hier durch Kurven fährt. Er klebt auf der Straße. Wirklich tolles Gerät, kann ich nicht anders sagen. Großer Wurf von Porsche. Fährt sich super. Und ist ein Auto, also wie soll ich sagen, hier fühle ich mich wohl in dem Wagen. Ich fühle mich nicht in jedem von diesen schnellen Porsche wohl. So ein GT3 RS ist nicht so ganz mein Ding, obwohl der auch faszinierend ist. Aber hier sitzt man ja klasse drin. Ist ein super Auto, oder? Also der ist wirklich toll, der Wagen. Hat übrigens hier hinten, könnt ihr sehen, hier Carbon-Schalensitze. Da hinten ist auch eingestickt 911R. Also Auto hat eine ganz eigene Note. Schickes Design, und was ich klasse finde, ist das schöne Pepita-Muster auf den Sitzen. Also man erinnert sich wirklich an Porsche Baujahr 71, nur der fährt halt hier ein bisschen schneller, das ist klar. Ne? Also wenn man hier drauf tritt, toller Sound auch vor allen Dingen. Und er hat ein 6-Gang-Getriebe, also man muss ja nicht unbedingt sehr hochtourig fahren, kann auch im 6. Gang fahren, gar kein Problem, so wie jetzt beispielsweise, ist er absolut leise. Ne? Hat aber immer noch schön Kraft und klingt immer noch ein toller Sound. Das ist ein Auto, was man herrlich fahren kann. Ich denke auch längere Strecken, so kommt er mir vor. Ist nicht allzu hart gefedert, obwohl er wirklich auf der Straße klebt. Total schönes Auto, und er riecht neu, ist eigentlich ein Neuwagen. Also eigentlich muss man sagen, das ist ein Neuwagen. Ja, die Autos, die sind gehandelt worden zwischen 300.000 und 500.000 Euro. Es gibt aber kaum welche. Und dann so wie ihn hier mit so einer geringen Laufleistung, das ist was ganz Besonderes. Und wir sind mit dem Auto nicht übermäßig teuer. Er kostet nur ganz knapp über 300. Dafür, dass er fast neu ist, ist das echt okay. Fährt sich wirklich toll. Tolles Auto. Ja, 2 Außenspiegel hat er logischerweise. Dann hier die einfachen Griffe. Man hat also gesehen, dass man Gewicht sparen kann, wo man kann. Er hat ein Magnesiumdach oben. Dann hat er sehr viel Carbon verarbeitet. Hauben ist, glaube ich, Carbon. Und noch vieles mehr. Halt eben, dass man gesehen hat, dass der Wagen sehr leicht ist. Jetzt weiß ich aber gar nicht, was er wiegt. Aber ich glaube, unter 1,4 Tonnen wiegt er. Ja, und überall in den Armaturen, hier vorne steht es auch drin, 911R. Man weiß also immer, mit was für einem Auto man gerade unterwegs ist. Ist, wie gesagt, diese begehrte Sonderserie. Und ich glaube, es gibt nicht viel, die fast nichts gelaufen haben, so wie er hier. Weil das ist ein Auto, das nimmt man sich auch mal am Sonntag und fährt damit mal. Ja, fährt ja toll. Ne? Fährt wirklich schön. Kraft im Überfluss, naja, 500 PS. Das Tolle ist der Sound bei dem Wagen. Der Sound ist klasse. Klingt richtig gut. Schönes Auto. Oh, ja. Macht Spaß, den Wagen zu bewegen. Total fahraktives Auto. Schaltung ist klasse, ganz direkt. Übrigens auch die Bremsen eben, als ich da drauf getreten habe. Der steht ja sofort. Der hat wahnsinnig gute Bremsen. Wir zeigen euch das gleich mal. Tja, aber Auto ist schon wieder gut 4 Jahre alt. Wie gesagt, stand in der Sammlung, wie die Zeit vergeht. Aber das sind alles Fahrzeuge. Diese ganz besonderen Autos steigen immer am Wert. Also wir merken im Moment sowieso einen sehr, sehr guten Geschäftsgang. Und ihr wisst ja selbst, wir haben eine hohe Inflation. Was alles kommt, weiß man nicht. Aber in sowas wird investiert. Das sind seltene Sammlerstücke. Wird immer gekauft, geht immer weg. Übrigens, als der Wagen neu gebaut wurde, hat er 190.000 Euro gekostet. Dann noch ein paar Extras obendrauf. Also mit 200.000 waren wir immer dabei. Für 200.000 bekommt man heute so ein Auto nicht mehr. Und das belegt einfach, wenn es besondere Porsche sind, Sonderserien, immer kaufen, macht ihr nie einen Fehler. Ihr müsst halt eben nur gucken, dass die Autos dann auch wirklich limitiert bleiben. Das ist ganz, ganz wichtig. Das hat der Porsche bei einigen Autos plötzlich mal geändert und da waren einige Kunden von mir ziemlich sauer.
Aber der hier ist limitiert, ein 911R bleibt auch limitiert. Und das gleiche beim GT2 RS ist das natürlich auch so. Bei den frühen hat es 500 Autos gegeben und mehr nicht. Und sind halt irre Fahrmaschinen. Also mit 500 PS und Schaltung ist natürlich toll. Ich persönlich fahre sowieso viel lieber Schaltung als irgendwie was anderes. Tolle Schaltung, ganz direkt. Er macht Gülle, du, bitte nicht. Nein, jetzt steht, was macht man jetzt? Ja, hier kann man nicht bleiben, auch keine Vorbeifahrten. Nee, das geht gar nicht. Das ist im Moment das Problem durch die ganzen Landmaschinen und so. Wenn da einer lang gefahren ist, war es das schon. Voller Erde. Nee, ganz vergessen hier. Das ist, ja, hier haben wir unseren Porsche 911R. Wir haben ja für euch die Türen aufgemacht, dass ihr mehr sehen könnt. Also, dass er nicht nur einmal neuwertig ist, der Wagen, sondern es steht überall 911R. Da vorne in den Einstiegen, hier vorne alles aus Carbon. Alles in einem wirklich guten Zustand. Das Auto ist neuwertig. Dann hier die großen, sind das Magnesiumfelgen? Ja, die großen Magnesiumfelgen. Mit den dicken gelben Bremssätteln, also ihr könnt auch sehen, wenn man da reinguckt, dass es alles neu bei dem Wagen hat. Wie gesagt, er ist 3000 Kilometer gelaufen. Was ich klasse finde, ist, dass er weiß ist mit diesem schönen Grün. Die beiden grünen Streifen hier oberhalb des Daches. Hier hinten Doppelrohr-Auspuffanlage mit diesem Wahnsinns-Sound. Also man kann sagen, dass der Wagen auch optisch wirklich echt eine Wucht ist, finde ich. Dann innen das Pepita-Muster, sei hier vielleicht noch mal gezeigt. Auf der Fahrerseite, schaut mal hier, so ist das 1970 auch gebaut worden. Hier wieder in den Einstiegen 911R, dass man sofort erkennt, dass es ein R ist. Innen das gesamte Armaturenbrett zeigt sich auch neuwertig bei dem Wagen. Er hat Colorverglasung, ich mache mal zu. Und man hat auch hier an der Seite die Streifen, ich meine, ihr kennt das vielleicht vom 2.7 RS, Baujahr 73, das war ja wirklich legendär, so einen Wagen zu haben. Und das ist eigentlich wirklich eine Reminiszenz an diese Zeit der 72er, 73er Jahre, wo die gebaut wurden. Und genauso sieht er heute aus, nur hat halt eben fast doppelt so viel PS. Schaut euch das mal an. Und wie er fährt, das haben wir euch eben gerade gezeigt. Leider sind Wetter und so, das spielt heute alles nicht weg. Heute sind viele Bauern unterwegs, da war teilweise Mist auf den Straßen, da muss man drum herum fahren. Wir haben gesagt, nee, wir brechen das ab, weil wir wollen ein neuwertiges Auto nicht irgendwie jetzt verschmutzen. Wir wollen, dass er neu bleibt. Das heißt, der ihn dann von uns bekommt, hat ja auch ein Anrecht auf ein wirklich perfekt sauberes Auto. Deswegen haben wir das jetzt abgebrochen. Aber wir haben eine Vorbeifahrt gemacht, da könnt ihr sehen, der rauscht irre los, er hat einen tollen Sound. Ist wirklich ein faszinierender Wagen und stellt sich halt eben wirklich da in einem neuwertigen Zustand. Was ich persönlich sehr, sehr schön finde, ist die Konfiguration, wie speziell dieser 911R aussieht. Grün-Weiß finde ich total schick bei dem Auto. Das Auto ist eine echte Show. Jetzt bei uns zu haben, hier in Beuerberg, wie gesagt, der kostet ein bisschen über 300.000. Ich weiß aber, dass wir damit nicht teuer sind. Ist fast ein neuwertiges Auto. Also wer Lust hat auf einen guten Kaffee, bei gutem Wetter vielleicht auch nochmal eine Probefahrt. Auto steht hier bei uns. Ja, das wäre es soweit. Paul zeigt euch jetzt noch ein paar Schwenks zu dem schönen Wagen. Ich darf mich von euch verabschieden bis zu unserem nächsten Dreh. Da kommt schon wieder was, haben wir schon gehört. Kommt wieder ein LKW mit 4 Autos, die zeigen wir euch, sofern das Wetter mitmacht. Manchmal müssen wir halt dann eben auch so Standmoderation machen. Das geht nicht anders, weil wenn die Straßen so schlecht sind, fahren wir nicht. Ich sage jetzt Tschüss, euer Stefan Luftschütz. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.